liebe Aquarellfreunde, heute geht es um ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, das Aquarellpapier. Ich möchte euch einmal erzählen, welches Papier ich benutze, warum ich es benutze und was es vielleicht für Alternativen gibt. Das ist hier so eine Auswahl von Skizzenbüchern aus den letzten 3 Jahren ungefähr. Wie ihr seht, benutze ich immer die gleiche Marke, mehr oder weniger. Ich habe vieles ausprobiert, aber komme immer wieder hierhin zurück. Das ist ein Skizzenbuch, ein Aquarell-Skizzenbuch von der Firma Bösner. Und wir können mal gemeinsam ein bisschen reinschauen. Es ist ein Zellulosepapier. Ich glaube, es ist dieses Montval Papier von Canson hier drin in diesen Skizzenbüchern. Das verwenden die dafür. Man erkennt das ganz gut daran, dass es immer eine etwas rauere Seite und eine glatte Seite gibt. Ja, hier haben wir die glatte Seite und die Bilder sehen auch auf der glatten Seite immer ein bisschen anders aus als die Bilder auf der rauen Seite. Da sind sie etwas malerischer. Also ich male sehr oft mit diesen Büchern unterwegs. Das ist alles Schweden zum Beispiel, wo ich im Sommer oft bin, Italien. Und hier zum Beispiel Tonwertstudien. Jetzt komme ich zu meinem Lieblingspapier, welches ich hauptsächlich benutze. Je nach Sujet wähle ich meine Papiersorte aus. Das kann also gut sein, dass ich auch mal auf völlig anderem Papier arbeite. Dann hat es aber was mit der verwendeten Technik zu tun. Mein ganz üblicherweise benutztes Papier ist das Arches-Papier. Das ist dieses hier und zwar in der Sorte Grain Fin, 300 Gramm. Jetzt kann man das kaufen in diesen Blöcken, ja, in verschiedenen Größen, noch kleiner, sehr große Blöcke. Dann ist es oft vierseitig verleimt, dazu sage ich nachher noch was. Das finde ich gar nicht so praktisch zum Malen. Oder man kauft es in Papierbögen und das hole ich jetzt mal. Dieses Papier, hier ist es schon auf die Hälfte gerissen, hat einen sehr schönen Büttenrand. Das ist ein handgeschöpftes Papier mit einer Leimschicht, die in dem Papier selber, während das in der Bütte geschüttelt wird, wird der Leim zugesetzt. Das heißt, es ist nicht oberflächenverleimt, sondern der Leim sitzt im Papier drin. Deshalb hat es ganz besondere, schöne Fließeigenschaften nachher für die Farbe. Hier ist es jetzt schon einmal halbiert und ich zeige euch jetzt hier auf meinem Tisch, wie ich es durchreiße. Ich würde dieses Papier nie schneiden, weil dann dieses handgeschöpfte Charakter dieses Papiers ja irgendwie verloren geht, wenn man da mit so einer brutalen Schere dran geht. Also ich falte es auf die Hälfte, falze es ein wenig mit einem Lineal oder einem anderen scharfen Gegenstand. Jetzt falte ich es nochmal zur anderen Seite. Und dann ist es so schön gefalzt, dass es sich wunderbar reißen lässt. Und wir haben dann hier wieder nicht ganz so hübsch wie dieser Büttenrand hier, der so schön diese unterschiedlichen Dicken des Papiers zeigt, ja, aber trotzdem einen einigermaßen adäquaten Rand für das Papier. Dann habe ich mir Bretter anstreichen lassen. Das sind Pappelholzbretter aus dem Baumarkt, ich glaube 6 mm dick. Die hat mein lieber Mann mir weiß lackiert. Ist nicht mehr so ganz weiß jetzt hier, aber so kann man sich das, glaube ich, ganz gut anschauen. Wenn man das rohe Holz verwenden würde, also die unlackiert verwenden würde, dann würde die Feuchtigkeit des Papiers in das Holz einsinken und das Papier würde vom Holz wiederum zurückgefeuchtet werden. Deswegen ist besser, man versiegelt dieses Holz, die Holzoberfläche und lackiert sie einmal. Darauf wird das Papier aufgezogen. Ja, und das zeige ich euch jetzt, wie ich das mache. Ich habe diese Bretter in ganz verschiedenen Größen. Ich habe die auch in ganz groß für die großen Formate. Und so komme ich wunderbar mit diesen einzelnen Blättern zurecht. So, ich habe jetzt das Papier nochmal durchgerissen. Das ist jetzt also ein Achtelbogen von diesen ganz großen, die ich euch vorhin zeigte. Und wir sehen, dass das ungefähr ja dieser Größe hier entspricht, ein bisschen kleiner. Und ich habe das mal ausgerechnet, zum Preisverhältnis für diesen Block bezahlt man mehr als das Doppelte. Also kauft nicht die Blöcke, kauft euch die Bögen. Ich mag es auch einfach vom Gefühl her noch lieber, dieses Papier, weil es lebendiger ist und nicht so gepresst
daherkommt wie in so einem Block hier. Ja? Es ist einfach nochmal eine andere Geschichte. Gut, jetzt klebe ich das Papier auf mein Brett auf. Dazu gibt es hier diesen Tesa Crepe in verschiedenen Breiten. Für kleine Formate nehme ich gern auch das schmale Papier. Und das mache ich hier freihand, einfach möglichst gerade alle 4 Seiten aufkleben. Zur Vorder- und Rückseite werde ich in meinen Kursen immer gefragt, dieses Papier hat 2 unterschiedliche Seiten. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann, hier in der Kamera so ein bisschen. Ja, das eine ist etwas rauer, das andere ist ein bisschen weicher. Und ich kann sagen, dass man auf beiden Seiten völlig adäquat malen kann. Von daher relativiert sich dieser horrende Preis für dieses Papier auch schon wieder. Denn man kann jederzeit das Motiv auf der Rückseite nochmal wiederholen und das ist überhaupt nicht, ja, man hat nicht das Gefühl von Vorder- und Rückseite. Das liegt daran, weil der Leim in diesem Papier eben, wie gesagt, innen drin sitzt und nicht oberflächenverleimt ist, wie es bei günstigeren oder bei Zellulosepapieren immer der Fall ist. Bei kräftigen Bildern, zum Beispiel Stillleben mit vielen dunklen Farben, würde ich immer die rauere Seite nehmen. Und bei weichen, sonnigen Landschaftsbildern oder Meeresbildern zum Beispiel die weichere Seite. Ich werde jetzt eine kleine Zitrone malen. Und zwar mache ich das einmal im Skizzenbuch, wie gesagt auf dem Canson-Papier und einmal auf dem Arches-Papier. Und man wird dann hoffentlich ganz schön sehen können, wie sich dieses relativ glatte Zellulosepapier hier vom Skizzenbuch verhält, im Gegensatz zu dem sehr weichen Büttenpapier von dem Papierbogen. Ich werde die Zitronen also jetzt auf diesen beiden Papieren malen. Das sind 2 Papiere, die ich sehr gerne verwende, habe ich ja erklärt. Einmal Skizzenbuch, einmal Büttenpapier. Dann habe ich noch, um das Ganze noch mal ein bisschen zu beleuchten, ein sehr preisgünstiges Papier mitgebracht. Das ist von Hanemühle von Schöllershammer, eine Studienqualität. Also er wird als Aquarellblock verkauft, ist aber sehr einfache Qualität. Und ich werde auch meine Zitronen hier drauf malen, einfach damit man mal sieht, wie der Unterschied des Papieres sich auf die Bilder auswirkt. So, jetzt fange ich nun an mit meiner kleinen Zitronenübung und zwar auf dem einfachen Schöllershammer Papier. Ich versuche bei allen 3 Bildern so ähnlich wie möglich vorzugehen. Ich beginne immer mit Cadmiumgelb, Zitronen, nehme dann Indischgelb dazu und lichter Ocker. Und in die Schattenseite der Zitrone kommt dann Lavendelblau und Ultramarinviolett. Die Konsistenz der Farbe nimmt zum schattigen Bereich hinzu, das heißt, die Menge des Wassers in der Mischung nimmt ab. Den Schatten schließe ich mit Ultramarinblau direkt unter die Zitronenform an. Wir sehen hier, dass in der Zitrone schon ein kleiner Wasserrand entsteht und auch beim Hintergrund habe ich jetzt große Schwierigkeiten, eine gleichmäßige, schöne Fläche anzulegen. Die Wabenstruktur des Papiers ist sehr stark sichtbar. Ich finde das nicht besonders schön. Jetzt bin ich im Skizzenbuch beim Canson-Papier. Hier ist die Oberfläche des Papiers feiner und glatter.
Die Farben leuchten schon deutlich mehr und ich habe auch nicht so große Schwierigkeiten, die einzelnen Pigmente miteinander zu verbinden. Auch hier kommt in den schattigen Bereich der Zitrone Lavendelblau und Violett. Auf der linken Seite seht ihr übrigens ein paar Übungen für diesen Film. Es ist immer gar nicht so einfach im Aquarell das Motiv so sicher zu beherrschen, dass es reproduzierbar wird. Und in diesem Fall sollte es ja auch sehr gleich gemalt sein, sodass wir die Papiere gut vergleichen können. Der Hintergrund wird wieder mit den Schattenfarben Lavendel und Ultramarinviolett gemalt. Hier funktioniert es besser. Ich kann mit viel Wasser arbeiten, ohne dass die Papierstruktur allzu sehr sichtbar wird und die einzelnen Pinselstriche verlaufen sehr gut ineinander. Zum Schluss komme ich zu meinem Favoriten, dem Arches-Papier. Schon bei den unterschiedlichen Gelbtönen sehen wir hier, wie groß die Leuchtkraft auf einmal ist und wie weich sich die Farben ineinander verbinden. Auch der Schatten unter der Zitrone verbindet sich hier sehr schön mit dem Zitronenkörper und auch die Hintergrundfarbe leuchtet sehr schön. Um die Zitrone herum lasse ich jeweils eine kleine Lichtkante, damit die Hintergrundfarbe nicht in das Gelb der Zitrone hineinläuft. Hier sehen wir noch einmal alle 3 Übungen im Vergleich. Letztendlich ist die Wahl des Papiers ja immer Geschmackssache und hängt sehr vom eigenen Malstil ab. Ich empfehle in jedem Fall, immer auszuprobieren, um die Unterschiede und auch die Stärken der verschiedenen Papiere herauszufinden. Mir macht das immer sehr viel Spaß. In diesem Sinne, viel Freude beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an alle, die uns hier auf YouTube schon unterstützen. Mit eurer Hilfe können wir auch in Zukunft interessante neue Aquarellfilme herstellen. Für alle, die noch dazukommen wollen, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung.